Johns Vater hat 3 Söhne. Jack, ein ziemlich intelligenter Student, und Jason, ein beliebter Athlet. Aber wie heißt der 3. Sohn? Na John! Sein Vater hat 3 Söhne. Jack, Jason und er selbst, John. Halb voll oder halb leer? Im Garten steht ein Fass Wasser. Du schaust hinein und sagst, dass es mehr als halb voll ist. Dein Freund sagt aber, dass es weniger als halb voll ist. Wie kriegst du raus, wer recht hat, ohne irgendwelche Messinstrumente zu benutzen oder Wasser aus dem Fass zu entnehmen? Kippe das Fass um, sodass das Wasser fast überschwappt. Wenn du den Fassboden siehst, ist das Fass weniger als halb voll. Wenn der Boden noch mit Wasser bedeckt ist, ist es mehr als halb voll. Eine kluge Lehrerin. Eines Tages wollte eine Lehrerin ihre Schüler einen Test schreiben lassen, aber alle haben sich geweigert. Sie könnte nur einen Schüler nachsitzen lassen. Alle kannten ihren Namen gegenseitig. Wenn ein Schüler nun wusste, dass er nachsitzen muss, hat er lieber dem Test zugestimmt. Wie hat die Lehrerin alle Schüler dazu gebracht, den Test zu schreiben? Sie sagte ihnen, sie würde der Reihe nach das Alphabet durchgehen, bis ein Schüler nachsitzt. Der erste Schüler im Alphabet würde den Test also nicht verweigern. Die nächste Person auf der Liste auch nicht und immer so weiter, bis die Liste durch ist. David verläuft sich im Dschungel. Nach stundenlangem Umherirren kommt er mittags an eine Wegkreuzung. Der erste Weg führt zu einem aktiven Vulkan, in dessen Krater heiße Lava brodelt. Auf dem zweiten Weg wird David zu einer Lichtung mit giftigen Fledermäusen gelangen. Und der dritte Weg endet in einem Sumpf, der alles und jeden verschluckt. Welchen Weg sollte er wählen? David sollte den zweiten Weg nehmen. Die meisten Fledermäuse sind nur nachts aktiv. Außerdem greifen sie fast nie Menschen an. Sarah und ihre Schwester Maria gehen zusammen einkaufen. Als sie aus dem Laden kommen, zeigt Sarah auf einen jungen Mann. Sieh mal, mein Neffe ist da drüben. Ihre Schwester antwortet, oh, tatsächlich, aber es ist nicht mein Neffe. Wie kann das sein? Der junge Mann ist Marias Sohn. Du bist auf einer winzigen, unbewohnten Insel gestrandet. Du hast kein Handy, Funkgerät oder anderes Kommunikationsmittel. Es gibt auch keine Bäume, um ein Rauchsignal zu senden. Am zweiten Tag siehst du einen Hubschrauber auf der Suche nach dir. Er fliegt so hoch, dass der Pilot dich nicht sehen kann. Wie kannst du ihn auf dich aufmerksam machen? Nimm ein paar Steine und schreib mit ihnen SOS in den Sand. Mia parkt ihr Auto vor ihrem Haus, geht rein und kommt 5 Minuten später mit einem Eimer Wasser wieder raus. Dann schüttet sie das Wasser auf den Gehweg und rennt wieder rein. Warum tut sie das? Die Frau wollte ihr Auto waschen. Aber während sie das Wasser holte, wurde es gestohlen. Warum können erfolgreiche Geschäftsmänner nicht die Tür im Pyjama öffnen? Pyjamas haben keine Türen. Der Sohn des Vaters vom Zahnarzt unterhält sich mit dem Vater des Sohnes vom Zahnarzt. Der Zahnarzt nimmt an der Unterhaltung nicht teil. Durchschaust du die Familienbande? Der Zahnarzt ist eine Frau und die redenden Personen sind ihr Mann und ihr Bruder.
Ein Mann fährt auf der Autobahn. Nach mehreren Stunden wird er müde. Außerdem wird es dunkel. Er sieht ein Motelschild. Als er den Ort erreicht, sieht er 3 Gebäude. Mit einer hölzernen Tür, mit einer silbernen Tür und mit einer goldenen Tür. Welche Tür sollte er öffnen? Die Autotür natürlich. Lukas lebte in Paris, aber er mochte den Eiffelturm nicht. Also aß er sein Abendessen jeden Tag an dem einzigen Ort, an dem er nicht zu sehen war. Was war das für ein Ort? Lukas aß sein Abendbrot immer in einem Café am Fuße des Eiffelturms. Ein Ei muss 30 Meter tief fallen, darf aber nicht zerbrechen. Du kannst den Fall nicht verlangsamen oder die Landung abfedern. Wie kannst du es schaffen? Lass das Ei aus einer Höhe von mehr als 30 Metern fallen und in den ersten 30 Metern wird es nicht zerbrechen. Pete rief seine Frau an und sagte, dass er um 8 Uhr zu Hause sein würde. Er kam um 8:05 Uhr an. Sie hatten keine besonderen Pläne, aber seine Frau war trotzdem wütend, dass er zu spät gekommen war. Errätst du, warum sie so wütend war? Die Antwort ist ziemlich einfach. Jeden Tag schlägt es 2 mal 8 Uhr. Pete hätte um 8 Uhr abends zurückkehren sollen, kam aber erst am nächsten Tag um 7:55 nach Hause. Kein Wunder, dass sie so wütend war. Brandon saß im Café und fand eine Fliege in seinem Getränk. Wie ekelhaft! Er bat den Kellner, ihm einen neuen Kaffee zu bringen. Nachdem er die neue Tasse erhalten und einen Schluck getrunken hatte, wurde er sauer. Brandon wurde klar, dass es dieselbe Tasse Kaffee war, die er zuvor reklamiert hatte. Woher wusste er, dass es dieselbe Tasse Kaffee war? Es braucht keinen Kaffeeexperten, um dieses Rätsel zu lösen. Der zweite Kaffee war bereits gesüßt. Brandon hatte Zucker in seine erste Tasse gegeben, bevor er die Fliege gefunden hatte. Stellen wir uns vor, du weißt nicht, wie ein Elefant aussieht. Eines Tages machst du eine Safari mit deinen Freunden, um Tiere zu beobachten. Einer von ihnen zeigt auf ein Nashorn und sagt, es sei ein Elefant. Der andere zeigt dir ein Nilpferd und behauptet, es sei ein Elefant. Wem wirst du glauben und warum? Die Aufgabe bestand darin, dir vorzustellen, du wüsstest nicht, wie ein Elefant aussieht, aber nicht, dass du nicht wüsstest, was ein Nilpferd und ein Nashorn sind. Es bedeutet, dass du keinem deiner Freunde geglaubt hättest. Junge, mit ein paar verlogenen Freunden wie diesen. Stan traf einen Fremden, den er noch nie gesehen hatte. Stan hatte bereits von ihm gehört, aber es wurde nie erwähnt, wie er aussah. Nichtsdestotrotz wusste Stan sofort, wer der Typ war. Wie ist das möglich? Naja, manche Leute sehen sich einfach ähnlicher als andere. Der Junge, den Stan traf, war der Zwillingsbruder eines seiner Freunde. Es ist stockdunkel und du könntest wirklich etwas Schlaf gebrauchen. Aus dem Nichts hörst du jemanden deinen Namen rufen. Du bist so verdutzt, dass du deinen Platz blitzschnell verlässt. Vor dir sind 3 Wege. Der erste führt über heiße Kohlen. Der zweite führt über rostige Nägel. Auf dem dritten liegen Glasscherben. Welchen Weg willst du nehmen? Ja, ich weiß, wir verlassen hier den Weg der Realität, aber hey, spiel einfach mit. Du kannst einige ziemlich gute Punkte sammeln. Gehe über die heißen Kohlen. Deine Füße werden sie nicht allzu lang berühren, wenn du rennst. Du bist nicht besonders aufmerksam, während du flussabwärts gehst. Und, oh, eine giftige Schlange hat dich ins Bein gebissen. Du kannst 1 von 3 Dingen tun, um dich selbst zu retten. Was wird es sein? Ich nutze meinen Mund, um das Gift aus meinem Körper zu ziehen. Ich lege einen Druckverband an meinem Bein an, um zu verhindern, dass sich das Gift ausbreitet. Ich bleibe ruhig und lege mein Bein in eine lockere Schiene, um die Bewegung einzuschränken.
Deine Sicht verschleiert. Beeil dich, du hast nur noch 5 Sekunden. Versuche niemals den Mundtrick und lege bei einem Schlangenbiss niemals einen Druckverband an. Es ist am besten, den betroffenen Körperteil nicht zu bewegen und ihn unter der Höhe deines Herzens zu halten. Entferne alle Kleidungsstücke in diesem Bereich, bevor es zu einer Schwellung kommt. Sarah ging eines Nachts aus und ließ Amy auf der Couch schlafen. Als sie zurückkam, war Amy verschwunden. Allerdings lag ihr Telefon auf der Couch. Die letzte Nummer, die sie gewählt hatte, lautete 64445533. Sarah hat 3 Personen verdächtigt, die hinter Amys Verschwinden stecken könnten. Amys Cousine Tina, ihren Nachbarn Mike und Amys Bruder Luke. Als die Polizei auftauchte, analysierte sie die Telefonnummer und fand heraus, wer hinter dem Verschwinden steckte. Du hast 7 Sekunden, um nachzuziehen. Es war Mike. Amy hat die T9-Schreibmethode verwendet. Das heißt, sie musste jede Taste ein paar Mal drücken, um den richtigen Buchstaben zu wählen. Die gewählte Nummer entspricht dem Namen Mike. Ein gestrandeter Segler. Oliver ist auf dem Meer gesegelt, als etwas schief ging. Sein Boot drohte mitten im Pazifik zu sinken. Nachdem er etliche Stunden um sein Leben schwamm, wachte er auf einer verlassenen Insel auf. Er sah sich um und entdeckte 2 Männer. Tja, war wohl doch nicht so verlassen. Sie waren Inselbewohner, die Oliver in einer der Inselhöhlen gefangen halten wollten. Oliver war einverstanden, aber er bat um einen letzten Wunsch. Als er den Männern sagte, was er wollte, ließen sie ihn frei. Was war sein Wunsch? Er sagte, ich bin einverstanden, aber nur der Klügste von euch beiden soll mich dort einsperren. Ein glückliches Paar. Susie und Jason waren seit 10 Jahren verheiratet. Eines Tages ging Susie auf Geschäftsreise. Sie war 2 Tage lang von zu Hause weg. Als sie zurückkam, wusste Jason, dass irgendetwas nicht stimmt. Die Frau, die ihn umarmen wollte, war nicht seine Ehefrau. Wie kam er darauf? Susie hat immer ihren Ehering getragen und die Frau, die sich als Susie ausgab, hatte keinen am Finger. Dort war auch kein Abdruck. Oder es war tatsächlich Susie, aber sie hat sich stattdessen ihre Nase operieren lassen und mit ihrem Ehering gezahlt. Wer weiß. Skiurlaub. Katie, eine Privatdetektivin, entschied sich, Skiurlaub in Frankreich zu machen. Als sie in der Lobby wartete, verkündete der Hotelmanager, dass er nach Übersetzern suchte. Er brauchte Hilfe bei wichtigen Dokumenten und suchte nach Menschen mit verschiedenen Sprachen. Katie hat eingewilligt, dem Mann bei den Bewerbungen zu helfen. Maya sagte, sie hat in Deutschland gelebt und beherrscht die deutsche Sprache. Rob sagte, er hat mal in Singapur gelebt und kann deshalb fließend Mandarin. John sagte, er hat 10 Jahre in Brasilien verbracht und spricht Brasilianisch. Katie konnte dem Manager sofort sagen, dass einer der Bewerber lügen würde. Weißt du wer? Es war John. In Brasilien spricht man Portugiesisch, wenn man da nicht gerade von Fußball redet. Anna hatte die Grippe und ist für 3 Tage im Bett geblieben. Eines Nachmittags kam ihre Mutter sie besuchen. Sie ging ins Zimmer, aber Anna war verschwunden. Sie rief sofort die Polizei an und die hatte 3 Tatverdächtige. Chris, Jenna und Mark. Sie waren Annas Mitbewohner und sagten, dass sie die ganze Nacht über außer Haus waren. Als die Detektive jedoch ihre Autos untersucht haben, wussten sie ganz genau, wer gelogen hatte. Kannst du es herausfinden? Du hast 7 Sekunden. Es war Chris. Sein Auto war zu nah an der Hauswand geparkt und Annas Auto stand direkt daneben. Und weil Anna das Haus nicht verlassen konnte, wäre Chris nie in sein Auto gekommen. Der Bankvorfall. Am Sonntagmorgen bekam die Polizei einen Anruf, dass jemand die gesamten Juwelen aus dem Tresorraum der Bank geklaut habe. Polizeibeamtin Diaz wurde für den Fall herangezogen. Als sie die Bank betrat, fragte sie nach dem Überwachungsmaterial. Ganz zufällig waren die Kameras aber ausgefallen und da wusste sie, dass etwas faul war. Sie ging zum Sicherheitsmann, zum Kassierer und zum Börsenfachmann und bat alle, ihre Büroschränke zu öffnen.
Tom, der Sicherheitsmann, hatte dort Schlüssel zum Tresor, um Besucher hereinzulassen. Mark, der Kassierer, hatte ein paar Handschuhe, um mit dem Geld zu hantieren. Und Tim, der Börsenfachmann, hatte einen Generalschlüssel in seinem Schrank, mit dem er den Tresor geöffnet hatte, weil er ein paar Dokumente brauchte. Sofort wusste die Polizeibeamtin, wer die Juwelen gestohlen hatte. Kriegst du's heraus? Es war der Börsenfachmann. Der Tresor war voller Juwelen, nicht Dokumente. Wer hat den Prinzen entführt? Es war ein regnerischer Sonntagmorgen und Jane, die Haushälterin des Prinzen, ging in sein Zimmer, um es zu putzen. Dort bemerkte sie, dass der Prinz fort war, doch im Zimmer gab es Hinweise darauf, dass etwas passiert sein könnte. Zerbrochene Vasen, verschüttete Getränke und Ducktape auf dem Boden. Jane hat sofort die Polizei kontaktiert und die begann jeden im Haus zu befragen. Der Diener sagte, er habe das Auto geputzt, um mit dem Prinzen shoppen zu gehen. Jane sagte, sie habe sofort die Polizei gerufen, nachdem sie das Zimmer betrat. Und der Gärtner behauptete, dass er nicht einmal reingegangen sei, weil er die Pflanzen gegossen hatte. Kannst du der Polizei zum Täter verhelfen? Du hast 7 Sekunden. Es war der Gärtner, wie immer. Es hat geregnet. Warum sollte er also die Pflanzen gießen?